Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu dem höchstwahrscheinlich schon Finale des Christmas-Events dieses Jahres. Ich bin es Smurfix und wir haben hier nun den Ursprung des Bösen herausgefunden. Stolf. Wir müssen nun das Monster hier bezwingen, um endlich Weihnachten für uns und für alle unsere Freunde wieder zurückzuholen. Und ich würde sagen, genau das werden wir nun tun. Ich würde sagen, es ist Zeit, dass Gong ein bisschen Weihnachtsstimmung hier verbreitet. Und deswegen befinden wir uns hier nun im schon finalen Kapitel des Christmas 2019 Nightingales Christmas Carol Event, Section 6, Becoming Santa Claus, for whose sake. Hoffentlich wird unsere gute Nightingale jetzt hier offiziell zum besten Weihnachtsmann und dann landen unter jedem Weihnachtsbaum spritzen. Ja, vielleicht auch nicht. Hey, Mante? Yes, Stolfo? You know I'm a saber now, right? Right, I still can't quite believe it. Hey, none of that. Anyway, I was thinking, you know what? Maybe I could just be Santa myself. What? Hold on, just back up a minute. Didn't you bring all these Santas here to fight to determine which of one was the true Santa? I sure did. But while I was hanging around waiting for them to hash it out, I started thinking, wait, maybe I'm already Santa. I forgot how quickly things go off the race with you. No way, absolutely not. You only just become a saber. You can't be Santa Claus too. Sure I can. First I was a rider, now I'm a saber, and Santa Claus too. It's all part of their stuff brand, baby. Now you're just being greedy. Come on, Stolfo, be reasonable, remember. Reasonable? Stolfo sind zwar, wenn wir die nicht zusammen benutzen. Remember what they say about people who chase after two hares at once. There's no possible way this end can end well. You know that, right? Why not? I became a saber, no problem. What's there harm in being Santa too? But your outfit's not even red, it's black. Well, my hair's pink, close enough. Besides, the very first Santa servant basically were all black too, right? Okay, yes, that's actually true, but still. Come on, what's the big deal? I just want to be Santa. And I am. No, you're not. This is so frustrating. Somebody, anybody, please stop Stolfo before this gets out of hand. Keine Sorge. On it. Es ist Zeit für deine Medizin. Master, it's you. Master? Where is he? What page is he on? On Stolfo, I see your language function is pretty glitchy. So macht man das. Hey, hey! Master! And Nightingale? Didn't you say you didn't want to be Santa? Yes, I did. I see now that I was unknowingly being selfish. I see. But didn't you also say that if you did become Santa Claus, you'd be handing out medicine? That's right. It will taste sweet and delicious, just like candy, but it will still be medicine through and through. Ah, come on, you can't give any away medicine as a present. That's just too boring. Yes, I agree. That's why I originally declined the offer to be Santa Claus. But I realized something thanks to my experience here on Santa Island. There's nothing wrong with being boring. Huh? Come on, you can't be serious. But I am, for the medicine I give away will be an expression of my love. I will of course be sad if anyone chooses to refuse it, but I will not force it upon them if they don't want it. Whatever the children do with my gifts is entirely up to them. But I thought you didn't even feel like children. Nightingale doesn't have anything against kids. Huh? I don't get it. How can I put this? I admit that I don't always know how to behave around children, but that isn't because I dislike them. I was just afraid of them. You see, in my time children frequently died much too young. That's true, and pretty much any time. As fighters who are strong enough to fight will always have the duty to keep children safe. I'm scared of children, they are so small and weak and fragile. That's why I want to give them medicine. I want them to be hale and hearty, so that they no longer have to fear the specter of death. That's why. I might one day be able to give a gift to the girl I never got to be.
Oh, das, was sie in ihren Kindheit sagen, oder? I don't get what you're talking about and all, but I still can't tell you're really passionate about us. But I don't know. I still don't feel like I feel like something missing. Give it up already, Stolf. If you can't do that, why not just fight her now? Yeah, good idea. Okay, let's do this. But I'm gonna lose. Okay, fine. I'm just gonna pull out all the substance. Stolf is gathering up magic energy, it looks like. All I gotta do is to ring the bell and I get both stronger and more center. Sente? Maybe. So this is the power of the true center bell. Impressive. How my best does make a little jingle sound. I don't know how this works either, but I do know that this bell is amazing. It's just me, or does the bell look kind of familiar? No matter, I cannot afford to lose this fight. No, that I have decided to be Santa Claus. I refuse to turn away from my chosen path. That's the spirit. I guess I don't need to be here anymore, so. Come on, Mante. I was counting on you to join me. Okay. It's my duty to help my fellow paladins, and I can't go back on that now. Sorry about this, Master. Then this is it. The final battle to determine who will be the true Santa. You heard me, Santa baby. Let's do this. Aber Leute, es gibt nur eine, der Geschenke verteilt. Und zwar explosive Geschenke. Und das ist der Bing! Bing! Leute, hört ihr hier die Glocken klirren? Aber das sind nicht die Santa Bells. Das ist der Gong, der hier schlägt. So, Stolf und Bradamante. Oh mein Gott. Leute, wir haben noch Class Affinity. Class Affinity ist derbe überbewertet, meines Erachtens. Derbe überbewertet. So, da kommt jetzt nämlich Skadi Nummer 1. So, wir können doch gerne hier spielen, meine gute Freunde. Ich habe doch gar kein Problem, Mann. So, oh, wir haben eine Gong-Karte. Oh, wir haben danach sogar eine Weber-Karte. Ja, perfekter Mundo. Und dann geht der Gong erstmal los. So, wir müssen 30%, sagen wir 35% müssen wir befahren. Das wird vollkommen lang. Komm. 34 lang. Lang, genau. Wurscht, ob sie mich jetzt angreifen oder nicht. Wir hätten gar nicht so viel befahren müssen. Egal. Das hätten wir so geschafft. So, Stolf, wenn das alles war. Demi. Okay. Verdammt, Mann, wir hätten schlau machen können. Ich wusste es nämlich echt nicht, dass er... So, ich habe mich mit den Kämpfen nicht so richtig beschäftigt. Passt schon. Okay. Aber das... Oh Leute, das ist sogar gut. Nein, es kommt Brighter, verdammt. Ich hätte nicht in der letzten Version hätte ich Santa Nightingale gehabt. Die hätte mir noch mal ein bisschen mehr Damage raushauen können. Aber egal. Nur für den Fall. Geht auf die Braut, geht nicht auf mich. Dem Gong darf nichts geschehen. Ich habe jetzt auch endlich mal hier sein zweites Skill auf 9 gebracht. Aber nicht weiß, ob das so viel bringt. Es ist immer ganz nett. So, in diesem Part wurden leider Skadis verletzt. Es tut mir leid, liebe Leute. Aber jetzt geht die Party erstmal los, Mann. Der Gong hat geschlagen. So, und jetzt kommt seine Verdammt, die hätten wir noch mal reinbringen können, hätten wir mehr Damage gemacht. Aber passt schon. Das war nämlich richtig Weihnachtsstimmung, würde ich mal sagen. Macht mega Spaß, mit Shengon zu spielen. Es wird so derbe boshaft, aber hey. Who cares, meine guten Freunde? Who cares? So, keine Chance, du wusstest es doch, Mann. Du kannst hier deine Center Base haben. No, I lost! Yeah, what a surprise. Hey,
And, what do you mean, what a surprise? Huh? I feel like I'm getting weaker. Wird ihre verkommene Existenz ausgelöscht? Sieht gut aus. I'm back to normal again. Why, how? I wonder. Maybe it was that bell that turned your Phamrsolone into a saber stolfer. Really? Then it wasn't because the heavens saw how hard I've been working and decided to grant my wish? Pretty sure that wasn't it. Master! Take a closer look. Was? Ich hab's nicht erkannt, Mann. Es ist ein Geral. Ah! Yep, it's a Holy Grail. Cool. That all makes sense. So the bell getting magic energy was actually just a Holy Grail disguised as a bell. Then we were spending precious magic energy resources just so someone could pretend to be Santa Claus? Okay, I'm not recording anything in our keeps about this mess. If word got out, Chaldea's reputation would be rude. Da hat er irgendwie recht. Aber Leute, nichts gegen Summer Events. So that's how it was going on. I turned in a Santa cause I'm always going around wishing I could be one. Man, I'm so glad I didn't wish for something crass, like being a billionaire. Now I see. So Stolf lost his saber power when Nightingale officially became the bell's new owner. Oh man, I guess life just never goes how I want. Are you sure, Stolf? Huh? Bah! What's going on? Was tust du da? Nein! Das Monster kommt zurück. No way, I'm a saber again? Hold on a minute. Did you just use your Holy Grail's power? Yes, I did. Now only enough to change our stuff for spirit urchin. Huh? Any Holy Grails we find are supposed to be turned over to Chaldea anyway. And above all, I didn't get the Santa power myself. I may have decided to be Santa Claus. But I have no intention of using this power to jump straight to the conclusion. Now that I have made my decision, I'm going to see it through to the end, fair and square. Wow, so mature. I wonder if she was the world's greatest nurse. I've seen anyone else with so much willpower. I'm perfectly happy to continue using my replica. Besides, I've grown rather fond to its timber. Thanks, Nightingale. You're the best. I guess all I did was mess up everything again. Ja, ich würde es genauso sagen. Huh? Astolfo. If it weren't for you, I don't think I would ever decide to be Santa Claus. If not for you, I would never have become to Santa Island or even look back on who I used to be. So, thank you. Why? I can't believe you just blushed. You're so cute. Cute? Wow, that blush could stop 1,000 chips in the tracks. She really is cute when she blushes, isn't she? Sie wurde gerade aber noch puterroter. So must I apologize for asking this on such a short notice. But would it be okay if I continued my Santa Claus training for a while longer? Of course. Thank you, Master. Don't forget about me. If there's anything I can do to help with your training, just say the word. After all, I'm the greatest saber who ever lived, so I'm sure I can be of service. Just don't get carried away this time, Stolf. Remember, you're only a saber now, thanks to her. In the meantime, I'd be glad to help out too. Und jetzt kommt der Data-Sex-Pack. I'm not gonna do this shit, but I did bring along a bunch of goodies who wanna help. Seriously though, don't expect me to help cause I won't, no freaking way. She totally is going to help out. As Chaldea's original Santa, I'm honor-bound to aid my successor. I trust my answer goes without saying. Welcome, new Santa Claus. I'm glad to have you. We help too, of course. See? Santa! And so will Darius the Third. At least I think that's what he was saying. I'll be glad to help from Chaldea in any way I can, too. Thank you, everyone. In that case, there's one favor I'd like to ask all of you. I'm told it's traditional to have a party for Christmas, so I was hoping you could all help me hold one. Would that be okay?
Absolutely. So, und liebe Leute, wir sacken jetzt erstmal eine schöne Glocke ein. Oder, ich weiß nicht, Weltförderglocke. Schauen wir mal. Spannung steigt. Und es ist ja, liebe Leute, die beste Christmas-Glocke, die man sich vorstellen kann. Ein heiliger Gral. Die aber, keine Sorge, jetzt endlich mal weniger werden, weil ich habe inzwischen doch einige. So, liebe Leute. Das schaltet sich ja noch eine Quest frei. Am 23.12. Was ist das für ein Ding? Okay, das ist der Epilog. Da schalten wir erst Nightingale frei. Nun gut, liebe Leute, dann sind wir noch nicht ganz fertig. Dann müssen wir nämlich noch ein bisschen warten, bis es hier dann soweit ist. Leute, ich habe noch gar nicht reingeschaut. Und wir werden dann gleich den Epilog hier und so widmen. Aber Leute, aktuell sind wir bei 24 Grad, aber keine Sorge, die werden bald weniger. Na gut, liebe Leute, dann sehen wir uns gleich nochmal mit dem Epilog, wenn er freigeschaltet wird. Bis. So, und damit sind wir zurück und schließen hier jetzt das schöne Nightingale-Event ab. Wir machen hier noch den Epilog, den Rest haben wir schon gemacht. 1000 Boxen hat der Max gefarmt. Und nun widmen wir uns dem Epilog und beenden die für dieses Jahr Weihnachten. Das Christmas 22 Nightingale Christmas Carols Event. Epilog to you who was left behind. Merry Christmas. Ich hatte immer so einen schönen Weihnachtsmann, der an der Wand gehangen hat und immer so gesungen hat. So, I don't remember when I lost my sight. I told myself it wouldn't be a problem, but it turned out to be just as limiting as you expect. But even with my sight gone, my body continued to breathe. Spring turned to summer, summer turned to autumn, and before I knew it, winter had arrived. I can hear children buzzing with excitement, Christmas constantly on the tips of their tongues. I sigh. Christmas used to be just another holiday. Now it's a great event, with every family holding huge celebrations. I wonder if the people I saved got to celebrate Christmas. Did they thank Santa Claus for their new lease on life? Thoughts like that flit in and out in my mind, never staying long enough for me to dwell on them. I can tell that my own life will soon be coming to an end. I probably won't die today or tomorrow, but I can tell I won't live to see the next winter. What about regrets? Is there anything I'd wished I'd done, but didn't? I feel like I have many such things and, simultaneously, that I did everything I could ever have wanted to do. Regret and contentment seem like two sides of the same coin. I can't tell which of them I ought to feel. As I close my eyes and think about it further, I feel my body as it's gradually wrapped by something warm and cozy. Is this a dream? Am I dreaming? It's Christmas, Florence. Today is Christmas. You might not care about it anymore, now that you're grown up. But you'd still be doing her a terrible disservice if you didn't celebrate it. Who are you, little girl? And who exactly would I be doing a disservice? You, of course. You're a wonderful person, Florence, and you accomplished some amazing things. I doubt there's a person anywhere in the world who doesn't hold your name in the highest regard. But I also doubt that means anything to you. This is exactly why nobody has noticed that poor little child. Do you know how painful it is to be forgotten? I bet you have no idea what it's like. No, nursery rhyme. I do know what it's like. Huh? I finally found the courage to face you. You've been admonishing me for a long time now, haven't you? Yes, I have. I'm a hero of children everywhere. So I have no mercy for anyone who mistreats children. Not even if the child is myself. Exactly. Then I suppose that makes me Scrooge from A Christmas Carol. He was miserly while I had other goals I cared about more. But whatever our excuses, the result was the same. He mistreated other children while I mistreated myself. That's right, but as long as you understand that now, that's enough for me. Although in that case... Does this mean you, Stolf and Master, were my free Christmas spirits? Oh my, I hadn't thought of it that way, but I love it. What a wonderful interpretation. Sie ist dann der Geist der zukünftigen Weihnacht, oder? Of course, I doubt Stolf and Master had any idea of the roles they were playing. Obwohl, sie spielt ja eigentlich von ihrem Vergangenen Ich. I'm the only one who was consciously testing you. I see.
I would never dream of saying anything to you as you yourself. I can't even count how many lives that you must have saved, after all. But once I knew you were going to be Santa Claus, I thought it was time you finally faced who you were as a child. That's why I tormented you by showing you the stream over and over. I'm sorry, Florence. That's quite alright. In fact, I'm grateful to you. I wouldn't be here now if it wasn't for you. So thank you, White Knight, hero of children everywhere. You're welcome, Miss Nightingale. You know, really are as pretty as the bird you're named for. Anyway, that's all I had to say. So now it's time to say goodbye. Besides, I have to wake up early to see what you brought me, Santa. I picked my former self up and halted tight, marveling at how tiny I used to be. And say something I may or may not have once said long ago. Happy words, something every child deserves to hear. Merry Christmas, Florence Nightingale. Merry Christmas, Florence Nightingale. Merry Christmas, Florence Nightingale. Und damit hatte auch die werte Nightingale hier ein schönes Weihnachten. Okay, aber Leute, damit haben wir das abgeschlossen. Challenge Quest haben wir auch abgeschlossen. Jetzt werden wir aber noch, bevor wir das beenden, noch ein bisschen Action hier machen. Und zwar in der Form von einigen schönen... So. Raus. Raus. Zack. Nein, was haben wir denn jetzt schon wieder? Default. So. Gut, von einigen schönen Events. Und das machen wir doch jetzt nochmal ganz schnell hier mit den kleinen Quests. Die habe ich extra aufgehoben hier, damit wir sie schön im Part machen können. Und deswegen brauche ich eigentlich eine Temimo. Temimo. Keine Temimo. Ah, da Mama. Okay, liebe Leute, legen wir los. So, lala, liebe Leute, dann werden wir uns hier nochmal nämlich hier den Quest mitmachen. Ja, das Christmas Carols Event, Celebrate for Holy Night Comet. Ein nettes Event, wie gesagt, weihnachtsmäßig wird es jetzt leider immer ein bisschen schlechter von der Geschichte, was ich ein bisschen schade finde, weil ich denke halt immer an Alternas Weihnachtsgeschichte, was wirklich eines der schönsten Story-Events überhaupt war. War eine akzeptable Geschichte, ist wirklich nichts, wo man sich großartig erinnert, aber es geht ja auch hier, glaube ich, mehr um... Das Farmen war hier sehr cool. Schön, dass ich zum ersten Mal ein 6C-T machen konnte, also dass jedes Servant eine C tragen konnte. Oh, I shall gift you a stratagem. Ja. Leute. Gong versus Gong? Gefällt mir, liebe Leute. Bright, es ist Zeit für einen kleinen taktischen Rückzug meines Erachtens. Und es tut mir sehr leid, Tamamo. Oh, Tamamo, ist heute ein schöner Tag. Es ist sicher wunderbar, hier zu sein. Oh, wer ist denn das Nettes hinter mir? Oh, oh. Lauf! Oh, mir fällt was auf. Ich bin dumm. Ah, ich bin so dumm. Ich schaff's ja gar nicht, seinen Piros an. Ah. Ja gut, ich habe 3 Züge Zeit. Alter, ich habe natürlich keine einzige Karte mit ihm. Ist das Bullshit, Mann. Warte mal, das machen wir anders. 10 verdammte MP, Mann, das wirst du ja schon refunden, oder? Kann man nächste Runde noch machen. So. Damamo-Kick. Der Gong gegen den Gong, liebe Leute. Das ist mir mal was. Okay. Damit der MP noch stärker wird. Aber wenn ich ehrlich gesagt so das Gefühl habe, das braucht man gar nicht. So, es tut mir leid, Tamamo, aber du lässt es gleich fliegen. Was mir an dem Event, wie gesagt, gut gefallen hat, war wirklich das Farmen. Das war wirklich sehr cool. Auch die Belohnungen in den Boxen waren sehr gut, nachdem es ja nicht immer das Beste ist, aber hier halt allein wegen den doofen Pages, die ich schon alle aufgebraucht habe. Und October und Crystal, was auch lange bei mir ein Hass-Item war. Fand ich auch sehr schön. Persönlich freue ich mich aber auf die nächste Lotto noch ein bisschen mehr, weil das wird dann Bunnyfest sein, leider erst nächstes Jahr, irgendwann im August, September, irgendwann. Und dann wird es Bones geben und ich glaube das, Alter, 28.000 Mann. Und Leute, es ist ein Two-Star. Das ist Damage, den meine Space-Noise raus hat. Bright. Die Bright geht immer ein, Mann. So macht man das richtig. So.
Apropos, die Bride, die hat hier auch richtig in dem Event gearbeitet. Hat sich einfach mal fett auf Bond 9 hochgearbeitet. Die war da vor Bond, also höchstens Bond 7, eher Bond 6, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, bevor ich Space Stab gehabt habe, war sie höchstens Bond 3. So, wir haben hier gleich das nächste. Da würde ich jetzt ganz gerne, wenn es mir erlaubt ist, eine Skady nehmen. Denn es wäre jetzt ganz cool, wenn wir hier das mal, weil den haben wir, glaube ich, in keiner Quest sonst genommen. Bei Follow Me nehmen könnten, das wäre jetzt ganz gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe, weil bei Follow Me ist MP Damage natürlich nicht der höchste. Aber wir versuchen einfach mal unser Bestes. Mir gefallen auch immer diese kleinen Kämpfe. Das ist etwas, was ich schon beim Summer Event großartig fand. Weil, wie gesagt, das Event ist ja wirklich ziemlich easy. Ist ja logisch, es hat keinen Anspruch außer Fuyuki. Und ich finde es hier dann immer schön, dass es so ein paar Chants gibt. Die sind jetzt auch wirklich easy. Also sehr, sehr easy. Ein bisschen zu easy. Aber immer so eine nette Sache. Es ist auch nett, dass man das abhängig davon macht, wie viel Boxen man erreicht. Auch wo das schwachsinnig ist, weil ich habe das Gefühl, da müssen sie schon mal 100 Millionen Boxen machen, gefühlt so, dass man nochmal Probleme hat, dass man das nicht bekommt. Aber nun gut. So, I'd love a head as a present master. Ah! Töte das! Töte das! Gut, der bringt uns nichts. Dann wechseln wir sie aus. Dann kommt Skady rein. Und jetzt geht die Quick Party ja richtig los, Mann. Denn jetzt geht Quick Looping richtig los, Mann. Und ach Leute, Mann, es ist schon fett, zwei Skadis da, Mann. So, zack. Zack. Quick up. MP Strength up. Oh, Leute, Mann. Ja, das ist schon nette Buffs, Mann. Wie gesagt, ich habe nur das Gefühl, dass mit seinem MP-Damage, das könnte ein kleines Problem werden. Aber ja, ich meine, er hat Bonus-Damage ab, wer weiß. Und Leute, Mann, das ist der Argonaut, Mann. Gegen Argonauten können gar nicht verlieren. Ja, decent Damage. One-Star, liebe Leute, Mann. Dem tut sogar der Black Railer, ehrlich gesagt, ziemlich weh, weil 500 Leben sind bei den schon. Also, oh Leute, Mann, die Mana Prism, mit die freue ich mich gerade mega. Weil, ich glaube, ich habe übrigens gerade alle Daily Quests am Montag. Weil es ist der letzte Tag von der Lotterie, aber ich hatte leider keine Zeit bis jetzt die Quest zu machen. Deswegen muss ich mir fast beeilen. So, wir setzen natürlich ein Apple ein, weil, Leute, who cares Apples, Mann. Ich habe hier über 60 Apples ausgehauen, also ging gut was. Ging sehr gut was. So, jetzt bräuchte ich wieder eine Tamama. Aber eine Tamamo zu finden. Oh, Tamamo. So, wir sind ja schon ready, Mann. Und dann wechseln wir hier Tamamo ein, dann, wenn es soweit ist. Okay, so, dann sind wir schon beim vorletzten. Doof, dass sie ernsthaft 40 MP Mana Points, oder? Nee, AP kosten. Lands of Night. Weil die Quests sind halt doch jetzt sehr, sehr, sehr schnell vorbei. Aber nichtsdestotrotz sollten wir es hinbekommen. Also ich hoffe es, liebe Leute. Vielleicht kommt da noch ein Anspruchsverfahren. Aber über die Mana Prism freue ich mich. In dem Event konnte ich jetzt endlich Bella Lisa maxen, was sehr cool ist. Bella Lisa kaufen und maxen, also ich hatte es ja davor noch gar nicht. Und jetzt habe ich sogar noch so viel Sainquads übrig, jetzt Mana Prism, jetzt habe ich knapp 3000 jetzt also ich versuche noch auf 3000 zu kommen. Das werde ich jetzt locker durch die ich hier noch erhalte, wahrscheinlich dann gut bekommen, weil ich habe schon 2,4 oder so hatte ich jetzt schon. Oh, Argonautenpower. Und das, was halt daran jetzt super cool ist, das bedeutet nämlich dann zur 20 Millionen Kampagne kann ich mir dann noch Tea-Time kaufen. Lunchtime? Tea-Time? Eins von beiden. Das, was ich noch nicht habe. Und das bedeutet, ich habe dann im Endeffekt die 4 großen Cs, Mann, was mich natürlich sehr freut. So. Argonauten. So, increase the gather rate for one ally, decrease defense. Brauchen wir eigentlich alles nicht. Nö, brauchen wir nicht. Okay. Argonauten. Oi, es ist so mega, Mann. Oh, sind denn diesen Damage von 1800? Okay, das war. Seht ihr diesen Damage, Mann? Aber der Refund ist echt nicht das Wahre.
Na gut, liebe Leute, irgendwann kommt Castoria, Mann. Dann können wir zumindest eine Daily Quest mit ihm farmen. Ist auch der Jason, weil ich habe ja meine Party mit Space Ishtar, Skadi und Bright gehabt und deswegen war halt schon der Großteil meiner AP besetzt, weil ich natürlich auch die Karte habe hier, die CE, die WNC. Oh Leute, jetzt kommt nochmal richtig fett. Jetzt kommt nochmal richtig bonkers Damage, Mann. Jetzt geht's richtig los. Also, wir machen Bright, zack, zack, zack. Okay, gut, wir wissen genau, was wir machen. Mein Gott, Leute, wir werden jetzt so mega Damage machen. Was ist ein Ruler? Und Space ist der lacht Ruler aus, Mann. Und deswegen habe ich Jason halt auch gelevelt. Und Jason war halt dann wirklich Bond 0 oder höchstens Bond 1 und jetzt ist halt einfach Bond 7. Aber mal, ich meine, klar, ist er One-Star, da geht's natürlich ein bisschen schnell, aber trotzdem lustig, dass wir ihn einfach fast, komplett gewechselt haben, Mann. Aber Leute, wenn es einer verdient hat, der Anführer der großartigen Argonauten. Okay, 2 Rulers. Früher hätte ich da ein bisschen Ärger gehabt, da hätte ich das wahrscheinlich mit Spartacus gemacht. Okay, dann später mit Raiko und davor, keine Ahnung, Facecard mit Vlad. Ruler Marta und Astria, Blue Pile Driver. Auf ins Weltraum, meine Freunde. So, sie muss nicht viel refunden. Sie muss nur jetzt erstmal den Quick-Up bekommen. Sehr gut, alle Buffs klappen natürlich. Sehr schön. Der Fenster. Ja, klappt natürlich auf sie nicht. So, sie muss nur 20% refunden. Das soll sie locker schaffen, auch wenn es nur eine Welle ist. So, passt. Okay, ich überlege. Wollen wir schon... Na, EMP machen wir es beim nächsten Mal. Wir müssen es noch nicht changen. Aber da wir jetzt hier eine Arzt und eine Quick-Karte bekommen, wird sie wahrscheinlich mindestens 50-60% damit haben. Leute, Mann. Ich brauche mich so gegen Ruler zu kämpfen, Mann. Und Space Ishtar macht übrigens auch einen guten Job. Die ist jetzt auch 1 Monat alt und ist Bond 7, Mann. Nette Damage. Egal was ihr macht. Also ihr tut jetzt Doppel-MP auf Space Ishtar und ihr habt verloren. Oh, ist Fingerknacken. Fingerknacken ist aber echt nicht gesund, Mann. Ihr wollt euch mit Space Ishtar anlegen. Ob das eine gute Idee ist? Ob das wirklich eine gute Idee ist, die euch wirklich langfristig hilft, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Aber nur gut, damit müsst ihr leben. Ich hätte übrigens das auf Waiver machen sollen. Ach Leute, who cares, man. Wir aktivieren noch ein Befehl, aber ich will Big Damage haben. Ich will richtig Big Damage haben, Mann. Ich überlege gerade noch, ich glaube die 30% MP. Ah, was bringt ihr mehr? Mach mal die Face-Karte hier. So. Es wäre echt gerade dumm, das auf Skadi zu machen. Nee, weil ich meine, ihr MP wird ja immer stärker, umso höher der Overcharge ist, aber ihr die eine Karte gibt jetzt 10% mehr MP-Damage und das ist auch ehrlich gesagt nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass da jetzt mit Overcharge 3 mehr wäre. Das ist so Bonus Damage! Leute, Mann, ich will nur noch Wellen als Ruler haben, Mann. Ich will nur noch bitte Wellen als Ruler haben, Mann. Wellen als Ruler ist das Niceste überhaupt. Und, 2 neue Mana Prism. Sehr schön, Mann. So, ich habe jetzt heute noch ein bisschen Zeit zum Farmen, weil der Max natürlich schön Urlaub hat. Und deswegen werde ich zwar noch ein paar farmen, werde mal allzu viele Gippels einsetzen. Oh, Eggs, liebe Leute, kann man immer gut gebrauchen. Denn der Max ist hier, um es hier nochmal schön zu protzen. 112 Boxen und jetzt vielleicht noch so auf 120 werde ich jetzt noch kommen. Na gut, Leute, damit war es das mit dem Crispy Event. Wir werden uns bald wieder sehen. Ich denke, das nächste werden entweder ein paar Interludes sein oder das Benehmen-Event. Schauen wir, was uns hier als nächstes wartet. Aber ich verabschiede mich jetzt erstmal. Das war hier das Christmas Event 2021. Das letzte Event, was ich dieses Jahr aufgenommen habe. Bis wir wahrscheinlich schon lange in 2022 kommen. Aber nichtsdestotrotz verabschiede ich mich nun. Ich war Sherloch Holmes und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Haut rein.